Hey Lieben, in diesem Video zeige ich euch eben ganz kurz, wie ihr richtig in die Kreuzung reinfahrt. Ich versuche das Video möglichst kurz und knapp zu halten, deswegen fangen wir am besten direkt an. Zunächst einmal ist ja erstmal die Frage, was ist eigentlich genau damit gemeint mit in die Kreuzung reinfahren und wann und wo muss es angewandt werden? Und hierzu muss man dann sagen, ihr könnt an einer Ampelkreuzung geradeaus fahren, rechts und links abbiegen. Da ich als geradeausfahrer bei Grün aber komplett Vorfahrt habe, müsst ihr hier zwar in die Kreuzung reinfahren, aber da ihr so durchfahren könnt, fällt das geradeausfahren hier schon mal raus. Also lässt sich hier relativ klar sagen, das Einfahren in die Kreuzung bezieht sich also nur auf das Linksabbiegen und auf das Rechtsabbiegen. Nur, man muss hier schon dazu sagen, eigentlich meint man, wenn man von Einfahren in die Kreuzungsmitte spricht, in der Regel das Linksabbiegen. Aber warum das Einfahren beim Rechtsabbiegen gerade für Fahrschüler gar nicht so unwichtig ist, werde ich euch am Ende des Videos verraten. Doch zunächst einmal gucken wir uns das äußerst wichtige Linksabbiegen an, wo selbst die meisten Autofahrer nicht drauf klarkommen. So wie ihr wahrscheinlich selbst wisst, gibt es in Good Old Germany sau viele verschiedene Kreuzungen. Es gibt kleinere Kreuzungen mit nur einem Fahrstreifen oder wenn die Kreuzungen ein wenig größer sind, auch mit 2, 3 oder 4 Fahrstreifen. Nur hier ist jetzt wichtig, ganz egal wie groß oder wie klein die Kreuzungen sind, das Grundprinzip der Kreuzung, also das Vorfahrtschema, bleibt immer gleich. So, und dann müsst ihr als Linksabbieger, wenn ihr in die Kreuzungsmitte wollt, grundsätzlich bei jeder Kreuzung dasselbe machen und eigentlich nur auf 2 Sachen achten. Wenn ihr dann in die Kreuzungsmitte fahrt, achtet dann zum einen darauf, dass die entgegenkommenden Geradeausfahrer und Rechtsabbieger durchkommen. Und der zweite wichtige Punkt, dass ihr mit den entgegenkommenden Linksabbiegern immer voreinander abbiegt. Und dieses Grundprinzip könnt ihr dann wirklich an jeder Kreuzung anwenden. Ihr seht hier, selbst bei so einer Dreispurkreuzung ist es genau dasselbe. Ich fahre so rein, dass der Gegenverkehr hier wieder durchkommt und der Linksabbieger von vorne kann so vor mir abbiegen. So, dann haben wir hier auch so welche Kreuzungen. Aber guckt euch das mal an. Wir haben hier in der Kreuzungsmitte keinerlei Hilfslinien zur Verfügung. Habt ihr dann so eine Kreuzung ohne Hilfslinien, die euch dann zur Orientierung dienen, ist die ganze Sache schon eine Nummer schwieriger. Weil hier seht ihr jetzt im Gegenzug eine Kreuzung mit Hilfslinien. Wobei ihr hier auch erstmal wissen müsst, welche Linie für euch wichtig ist. Dies ist der entgegenkommende Linksabbieger und dies ist die Linie, an die ihr euch beim Reinfahren in die Kreuzungsmitte halten müsst. Also fahrt beim Reinfahren schön links an diese Linie ran, damit hier rechts noch genügend Platz ist für den entgegenkommenden Linksabbieger. So, nur wie funktioniert das jetzt, wenn ihr diese Linien in der Kreuzungsmitte nicht habt? Hier ist wieder der entgegenkommende Linksabbieger, mit dem ihr nichts zu tun habt. Und dies ist der entgegenkommende Geradeausfahrer. Dann schnappt ihr euch genau die Linie zwischen diesen beiden Fahrstreifen. Diese Linie müsst ihr euch dann unbedingt in die Kreuzung reindenken. So wisst ihr dann genau, wie weit ihr dann nach links in die Kreuzung reinziehen könnt. Schnappt ihr euch dann noch die Kreuzungsmitte, habt ihr auch noch den zweiten wichtigen Punkt und wisst somit, wie weit ihr in die Kreuzung reinfahren könnt. Hier fahren wir dann in die Kreuzungsmitte und halten uns direkt links an diese imaginäre Linie. Und auch wenn wir gerade keinen Gegenverkehr haben, müssen wir zunächst einmal wegen den Fußgängern anhalten. Und seht mal, von hier kann man die Linie, die für euch wichtig ist, auch viel besser erkennen. Und das gilt auch für die Kreuzungsmitte. Und super wichtig, wenn ihr gerade keinen Gegenverkehr habt, dann wartet niemals auf die Fußgänger im Gegenverkehr, sondern bleibt hier schön außerhalb des Streifens stehen und wartet einfach, bis alle weg sind. Weil sollte dann noch einer von vorne kommen, nimmt man ihm nicht direkt die Vorfahrt. So, guckt euch das doch nochmal eben in Ruhe von oben an. Wir kommen hier als Linksabbieger an die Kreuzung und jetzt müsst ihr euch zunächst einmal genau die Linie zwischen dem entgegenkommenden Linksabbieger und der Geradeausspur nehmen. Die Linie denkt ihr euch dann einfach weiter in die Kreuzung rein. Anschließend nehmt ihr euch die Mitte der Fahrbahn, so und schwuppdiwupps habt ihr euren Sweet Spot, wo ihr in die Kreuzung reinfahren könnt. Und wie ihr seht, würde das hier mit den entgegenkommenden Linksabbiegern auch perfekt passen. So, und dasselbe würdet ihr dann genauso mit einer größeren Kreuzung machen. Ihr braucht hier nur wieder genau die Linie zwischen dem Linksabbieger und der Geradeausspur. Dann denkt ihr euch beide Linien wieder in die Kreuzung rein und wie ihr sehen könnt, ist es dann wie immer genau dasselbe. So, aber ihr könnt euch hier, glaube ich, am besten einfach merken, dass ihr ganz simpel die Linie zwischen dem Abbieger und der Geradeausspur braucht. Weil ihr könnt hier, glaube ich, ganz gut erkennen, dass es gar keine Rolle spielt, wie viele Fahrstreifen die Kreuzung hat.
Hier gibt es eine kleine Ausnahme, wenn ihr eine Kreuzung habt mit nur einem Fahrstreifen für jede Richtung. Wie ihr sehen könnt, bleibt das Grundprinzip trotzdem immer dasselbe, aber weniger Platz bedeutet oft auch weniger Übersicht. Ich zeige euch mal eben ganz kurz, was ich genau meine. Normal könnte man hier geradeaus fahren, aber da ist gerade Baustelle. Wir müssen auch sowieso links abbiegen und wenn wir dann in die Kreuzungsmitte fahren, halten wir uns ein bisschen links, damit der entgegenkommende Linksabbieger hier da noch vorbeikommt. Sollte er dann hier vorne genug Platz haben, könnten wir dann theoretisch mit ihm zusammen voreinander abbiegen. Aber Achtung, man kann überhaupt nicht erkennen, wo die Fahrzeuge dort hinterhin wollen. Aber man kann das hier gleich ein bisschen besser erkennen. Hier haben wir jetzt den Weißen, der auf jeden Fall links abbiegen möchte. Und eigentlich könnten wir dann ja gleichzeitig mit ihm da so lang huschen. Nur davon würde ich dringend abraten, weil ihr erstens überhaupt nicht wisst, wo die dahinter hin möchten. Und zweitens sind sie in der Regel schneller da, als es einem lieb ist. Also geht da am besten kein Risiko ein und wartet einfach, bis alle weg sind. Dann gibt es ab und zu auch so merkwürdige größere Kreuzungen, oftmals in größeren Städten, wo dann irgendwie so eine bauliche Trennung dazwischen ist oder sowas. Hier müsst ihr euch dann überhaupt keine Sorgen machen, weil auch hier braucht ihr einfach nur wieder genau die Linie zwischen den Abbiegern und den geradeausfahrern. Und dann ist eigentlich alles wie immer. Ihr denkt euch die Linien weiter in die Kreuzung und dann habt ihr genau euren Punkt, wo ihr hin müsst. Und wie ihr sehen könnt, ist auch bei diesen Kreuzungen das Vorfahrtschema immer dasselbe. Allerdings gibt es auch vereinzelt Ausnahmen. Falls ihr eine Kreuzung habt mit irgendwelchen Hindernissen oder Fahrstreifen, die es verbieten, dort rüber zu fahren, wäre es relativ seltsam, wenn ihr diesen Weg nehmen würdet, um abzubiegen. Also würdet ihr in solchen Ausnahmefällen nicht voreinander, sondern ausnahmsweise hintereinander abbiegen. Merkt euch hier am besten aber einfach ganz simpel, wenn ihr an der Kreuzung Linksabbieger seid und ihr habt eine Ampel ohne Pfeil, habt ihr in der Regel auch immer Gegenverkehr. Bedeutet dann also, ihr müsst das, was ihr gerade gelernt habt, in Bezug auf in die Kreuzung reinfahren, auch immer anwenden. Es gibt dann im Übrigen auch solche Kreuzungen wie hier, wo dann im Normalfall der Gegenverkehr mit euch zusammen grün hat. Weil, wie man hier sieht, kein Pfeil in der Ampel. Hier muss man dann aber genau hinschauen, weil seht ihr dann in der Kreuzung so ein kleines Ampellicht, wo so ein grüner Räumungspfeil leuchtet, wisst ihr zu 100%, dass der Gegenverkehr safe rot hat. Also könnt ihr die Kreuzung räumen und so abbiegen. Und merkt euch hier, wenn ihr so einen grünen Räumungspfeil habt, haben selbst die Fußgänger und Radfahrer, die im Normalfall grün haben, rot. Nur ganz wichtig, merkt euch hier bitte, sobald ihr als Autofahrer irgendwo abbiegen müsst, komplett unabhängig davon, wer in dem Moment Vorrang hat, müsst ihr als Autofahrer unbedingt immer absichern. Also ist die Spiegelbeobachtung und der Schulterblick Pflichtprogramm bei jedem Abbiegen. So, schaut euch das nochmal eben von oben an. Wir kommen hier zur Ampelkreuzung und wollen links abbiegen. Haben wir dann keinen Pfeil in der Ampel, müssen wir davon ausgehen, dass die von vorne mit uns grün haben. Leuchtet dann aber in der Kreuzung dieser Räumungspfeil, wissen wir ganz genau, dass der Gegenverkehr und die Fußgänger und Radfahrer rot haben. Achtet aber bei diesen Kreuzungen darauf, das Reinfahren in die Kreuzungsmitte gestaltet sich hier wesentlich leichter. Da hier dann kein Gegenverkehr existiert, könnt ihr quasi abbiegen, wie ihr Bock habt. Ganz egal, ob ihr die Kurve ein bisschen weiter oder ein bisschen enger fahrt, spielt überhaupt keine Rolle. Ihr müsst dann nur aufpassen, dass ihr hier nicht in den Gegenverkehr reinfahrt. Also schneidet die Kurve nicht zu sehr und übertreibt hier nicht. So, merkt euch hier am besten einfach, habt ihr hier von Grund auf eine Pfeilampel, könnt ihr hier auch sicher sein, dass ihr niemals Gegenverkehr habt. Also wenn ihr hier zur Ampel kommt und ihr wollt links abbiegen und ihr habt diese Pfeilampel, könnt ihr zu 100% sicher sein, dass der Gegenverkehr rot hat. Und dasselbe gilt dann auch für die Fußgänger und Radfahrer. Und dies bedeutet dann im Umkehrschluss, habe ich so eine Pfeilampel, biege ich hier komplett alleine ab. Bedeutet dann auch hier wieder, ihr könnt quasi in die Kreuzungsmitte fahren und abbiegen, wie ihr lustig seid. Selbstverständlich dürft ihr auch hier nicht übertreiben und in den Gegenverkehr fahren. So, schaut euch das mal an. Hier haben wir jetzt so eine Pfeilampel. Und dann ganz wichtig, lasst euch hier nicht irritieren, weil es könnte vorkommen, dass die entgegenkommenden Linksabbieger mit euch zusammenfahren. Ist aber gar kein Thema, weil auch hier biegt man immer voreinander ab. Und aus dieser Perspektive könnt ihr jetzt auch schön erkennen, dass man hier nicht zu eng abbiegen darf wegen dem Gegenverkehr. Noch ein wichtiges Thema, wenn ihr in die Kreuzungsmitte fahren wollt, ist, dass ihr bestimmte Bereiche im Kreuzungsbereich freilassen müsst. In der Regel passen in eine Kreuzung 1 bis 3 Autos, je nach Größe der Kreuzung oder Fähigkeit des Autofahrers. Hier in diesem Beispiel sehen wir jetzt, es passen 2 Autos in die Kreuzungsmitte. Nur sollte dann ein drittes Auto hinzukommen, wäre dann genau in diesem Bereich der Fußgängerüberweg. Und würde ich dann in die Kreuzung einfahren, hätte ich verdammt schlechte Karten, weil ich muss genau davor stehen bleiben. Und die Prüfer legen auch wirklich Wert darauf, dass ihr auf sowas achtet. Selbstverständlich muss ich es von jeder Seite kommend beachten.
So, hier haben wir jetzt mal so ein Beispiel und der Blaue vor uns muss plötzlich anhalten, weil der Verkehr stockt. Und wir müssen dann trotz grüner Ampel diesen Bereich hier frei halten. Also müssen wir direkt anhalten. Nur richtig spannend wird es jetzt erst, sobald der stockende Verkehr sich auflöst und es weitergeht. Weil bitte macht hier nicht den Fehler, dass ihr einfach stumpf den Autos vor euch hinterherfahrt, ohne dass ihr die Ampel im Blick habt. Weil ich will echt nicht wissen, wie viele Schüler bei mir hier schon durchgefallen sind, nur weil sie stumpf nicht zur Ampel geschaut haben. Wäre halt nur ein bisschen bitter, weil man selbstverständlich sofort durchfallen würde. So, und zum Schluss schauen wir uns dann nochmal eben ganz kurz das Einfahren in die Kreuzung beim Rechtsabbiegen an. Weil wie am Anfang schon erwähnt, Schüler wissen hier manchmal nicht genau, was abgeht. Wir haben hier auf jeden Fall eine grüne Ampel beim Rechtsabbiegen, wo dann die Fußgänger und Radfahrer mit uns zusammen grün haben. Und hier könnt ihr dann je nach Beschaffenheit der Kreuzung in die Kurve bzw. Kreuzung reinfahren bis vor den Fußgängerüberweg. Weil hier ist dann häufig das Problem, bleibt ihr dort an der grünen Ampel stehen und fahrt nicht in die Kreuzung rein, denken die entgegenkommenden Linksabbieger sich hier, wenn der nicht fahren will, dann fahre ich halt. Und das sorgt wiederum dann totale Verwirrung bei dem Fahrschüler. Weil der Schüler kommt dann natürlich mit, wieso nimmt der mir denn die Vorfahrt? Und ich muss dann dem Schüler wiederum erklären, ja pass auf, der macht das ja eigentlich nur wegen dir, weil du nicht fährst. Hier beim Rechtsabbiegen müsst ihr dann auch wieder den Fußgängerüberweg frei halten. Nur der kleine Unterschied ist hier passt dann in der Regel nur ein Auto in die Kreuzung rein. Weil wie man hier schön sehen kann, der zweite würde hier schon falsch stehen. Was hier übrigens noch erwähnenswert ist, wenn ihr irgendwo abbiegen müsst, ganz egal ob ihr Links- oder Rechtsabbieger seid, dürft ihr euch nach dem Abbiegen immer frei einen Fahrstreifen wählen. Macht das am besten immer davon abhängig, wo ihr danach hin müsst. Oder fragt euren Fahrlehrer, welcher Streifen sich für die Prüfung besser eignet. Denkt aber bitte daran, beim mehrspurigen Abbiegen ist dies natürlich nicht der Fall, weil hier müsst ihr unbedingt auf dem Fahrstreifen ankommen, auf dem ihr gestartet seid. Komplett egal, auf welchen Fahrstreifen ihr startet, ihr müsst nur aufpassen, dass ihr während der Kurve keinen Spurwechsel macht. So, und eine Kleinigkeit habe ich dann am Ende des Videos noch für euch. Hat zwar weniger was mit Ampelkreuzungen zu tun, aber da viele Schüler in der Regel damit Probleme haben, kann ich das ja auch eben kurz mit erklären. So, bei diesem Thema geht es auf jeden Fall um das Ausfahren aus einer Straße. Hä? Ja, ich weiß, hört sich eigentlich super leicht an. Ihr könnt euch das Leben aber auch unnötig schwer machen. So, je nachdem, ob wir dann nach links oder nach rechts abbiegen wollen, schnappen wir uns zunächst immer die Mitte der Straße. So, und wenn wir dann erstmal nach links abbiegen wollen, versuchen wir uns dann beim nach vorne fahren genau an diese gedachte Mitte zu halten. Achtet hier ein bisschen darauf, dass ihr nicht zu weit links steht. Anschließend biegt ihr dann in einem großen Bogen nach links ab, was dann auch nicht ganz so kompliziert ist. Interessant wird es jetzt erst beim Rechtsabbiegen, weil ihr versucht dann beim Vorfahren euch möglichst weit rechts zu halten. So krass, dass euer Auto möglichst in einem kleinen Winkel zu der Querstraße steht. Und dann ist in den meisten Fällen so viel Platz, dass der Rechts- und Linksabbieger sogar zusammen rausfahren kann. Aber schaut mal, ich finde, an dieser Stelle hier kann man das noch ein bisschen besser erkennen. So, wir wollen hier rechts abbiegen, man schnappt sich wieder die Mitte und dann schaut euch mal an, wie krass hier rechts die Straße aufmacht. Weil ihr könnt dann beim Vorfahren richtig in diesen Knick reinfahren. Weil man kann dann hier schön erkennen, wenn man dann rausfahren muss, muss man eigentlich gar keine richtige Kurve mehr fahren. Aber schaut euch hier einfach mal die unterschiedlichen Rausfahrstrategien an. Ich denke aber, ihr könnt hier relativ schön erkennen, dass der grüne Weg beim Rausfahren definitiv der bessere und leichtere ist. So, man muss hier jetzt sagen, der Schüler wendet das wohl ein bisschen an. Allerdings schaut hier mal, wie viel Platz hier noch auf der rechten Seite übrig ist. Man muss jetzt hier natürlich dazu sagen, es hängt hier aber auch ein wenig von der Straßenbauweise ab, ob ihr das besser anwenden könnt oder weniger gut. Nur wenn es sich dann anwenden lässt, dann seid bitte kein Esel. Und wenn ihr euch dann das Leben selbst ein bisschen leichter machen könnt, umso besser. So, und eine Kleinigkeit habe ich dann ganz zum Schluss noch, weil ich habe es auch komplett vergessen in meinem Kreuzungsvideo zu erwähnen. Wenn ihr als Autofahrer abbiegen müsst, und hierbei spielt es keine Rolle, wie ihr abbiegen müsst, wo ihr abbiegen müsst, wie die Vorfahrt beim Abbiegen ist, weil ihr müsst ganz egal bei welchem Abbiegen auch immer daran denken, dass die komplette Beobachtung, also Spiegelbeobachtung und Schulterblicke, auch immer ein fester Bestandteil des Abbiegens ist und auch niemals vergessen werden darf. Und ich kann euch hier nur sagen, da gibt es wirklich keine einzige Ausnahme. Für den Fall, dass ihr aber mehr über das Thema Beobachtung wissen wollt, habe ich hier ein Video nur über das Thema Beobachtung. Da werden dann so ziemlich sicher alle deine Fragen geklärt, weil ich dort wirklich auf jede kleine Einzelheit eingehen werde.
falls euch das Video in irgendeiner Form geholfen hat, tut mir bitte den Gefallen und lasst eine kurze Bewertung da. Ist für euch nur eine Sekunde Arbeit, hilft aber ungemein. Vor allem jetzt, wo der Algorithmus nicht mehr auf Long-Content klarkommt, kann man ja vielleicht sogar wenigstens ein bisschen dagegen steuern. Ach ja, und falls ihr das Kreuzungsvideo, was ich vor einer Woche hochgeladen habe, noch nicht kennt, dann kann ich euch das nur wärmstens ans Herz legen, weil da wirklich die komplette Vorfahrt besprochen wird. Aber nicht nur die Vorfahrt, weil im Prinzip wird da eigentlich alles besprochen zum Thema Ampel oder Ampelkreuzung. Also wenn da noch irgendwo offene Fragen sein sollten, schau da auf jeden Fall rein. So ihr Lieben, ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht der Dude.